Sehr verehrte Damen und Herren, die Welt hat sich seit unserem Zukunftsgipfel maßgeblich verändert. Die Aufgaben verändern sich dadurch auch. ESG ist dabei immer wieder im Zentrum der Diskussionen. Lassen Sie mich mal ein paar Beispiele aufgreifen. Ich würde schon fast von tektonischen Verschiebungen nennen. Nehmen wir das Beispiel jetzt der US-Präsidentschaftswahl. Die US-Administration hat angekündigt, dass sie im Endeffekt den Inflation Reduction Act in der jetzigen Form nicht mehr weiter fortführen wird. Internationale Investoren haben bereits angekündigt, wie beispielsweise ein Energiekonzern, Windkraftanlagen nicht mehr zu bauen, was ursprünglich geplant war. Ist das jetzt eine Chance oder ein Risiko für Unternehmen hier aus Deutschland? Des Weiteren natürlich die politischen Verwerfungen in Deutschland, aber auch in der EU, führt zu maßgeblichen Veränderungen und Verunsicherungen. Lassen Sie uns heute darüber sprechen, wie Sie damit umgehen können. Veränderungen führen auch beispielsweise zu Verschiebungen, die Verschiebung der EUDR. Wie gehen Unternehmen damit um? Ich persönlich glaube, das war gut, die Verschiebung. Wir brauchen mehr Zeit, das sehen wir in vielen Kundenprojekten, um uns darauf vorzubereiten. Aber auch, wie gehen wir mit den Herausforderungen der CSRD um, wo viele Unternehmen, unsere Mandanten damit sich auseinandersetzen im Moment. Und die ist ja nicht mal die EU-Vorgabe in deutsches nationales Recht umgewandelt worden. Was für Herausforderungen. Wir werden auch auf die Ergebnisse der COP29 blicken und die für Sie einordnen. Ich rede oft von Polykrisen in Gesprächen mit unseren Kunden und dabei wandelt sich das Wetter weiter. Das Wetter wartet nicht auf politisch stabile Rahmenbedingungen. Es schreitet voran und Copernicus, der Wetterdienst, hat leider vorhergesagt, dass dieses Jahr 2024 jetzt das wärmste Jahr seit den Aufzeichnungen sein wird. Und wir werden tatsächlich die 1,5 Grad, die durchschnittliche, dieses Jahr voraussichtlich überschritten haben. Natürlich hat das Auswirkungen auf Sie, auf die Unternehmen, auf die Operations, auf die Lieferkette. Und darüber werden wir sprechen. Aber lassen Sie uns ein ganz aktuelles Beispiel eines Mandanten aufgreifen von mir. Im Februar gab es ganz furchtbare Regenfälle in den Alpen. Das hat zu Lieferengpässen beim Zulieferer geführt, der wiederum ein OEM beliefert. Und die Konsequenz ist, der OEM, unser Kunde, kann dieses Jahr 20.000 produzierte Fahrzeuge nicht herstellen. Was sind 20.000 produzierte Fahrzeuge? In diesem Kontext sind das 50% der gesamten geplanten Verkäufe der USA. Also ein immenser Schaden und wir müssen gemeinsam jetzt mit Ihnen, mit den Kunden darüber reden und Lösungen finden, wie wir mit diesen Risiken umgehen und die Risiken minimieren in Zukunft. Neben diesen äußeren Faktoren, von denen ich gesprochen habe, wollen wir uns jetzt auch mal tiefer beschäftigen mit aber auch den internen Barrieren. Wir haben Sie gefragt auf LinkedIn, wir haben unsere KPMG LinkedIn-Follower gefragt, was sind so die größten Barrieren, die Sie sehen bei Ihren Unternehmen? Katharina, können wir uns das mal anschauen? Und wir haben jetzt diese fancy Grafik das erste Mal hier, ja? Genau, wir sind schon ganz gespannt. Wir hatten, wie du gesagt hast, unsere Community auf LinkedIn gefragt, was sind die größten Hürden bei der ESG-Transformation? Sind es die fehlenden Ressourcen, die hohen Kosten, die komplexe Regulatorik oder vielleicht auch der Widerstand bei den Stakeholdern? Schauen wir uns doch mal die Ergebnisse an. Die komplexe Regulatorik liegt bei 42%, hohe Kosten bei 27%, fehlende Ressourcen bei 20% und Widerstand bei den Stakeholdern bei 11%. Ich würde sagen, dieses Bild zeichnet ganz genau das Bild auch wider, was ich jeden Tag in Gesprächen mit unseren Kundinnen und Kunden erlebe. Komplexe Regulatorik stellt Unternehmen vor viele operative und strategische Herausforderungen. Und es ist ganz praktisch, dass wir heute genau darauf eingehen und mal ein bisschen beleuchten, was so praxisnahe Ansätze sind, die man dabei berücksichtigen kann. Stimmt's, Goran? Absolut. Also praxisnah ist das Stichwort für mich, weil es ist natürlich wichtig, dass wir einerseits compliant sind, Katharina, aber teilweise empfinden wir beide so in Gesprächen, es ist ein bisschen zu viel überbordend. Wie können wir das jetzt im Endeffekt pragmatisch in den Griff bekommen? Auf der anderen Seite, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich glaube, wir würden weiterhin Auto fahren, auch ohne Gurt, ohne die Regulatorik. Das heißt, es muss irgendwo ein gesundes Mittelmaß gefunden werden. Lassen Sie uns einen Moment bei den internen Hürden bleiben. Wir haben eine brandaktuelle
KPMG-Klimastudie rausgebracht. Nämlich haben wir analysiert die börsennotierten Unternehmen in Deutschland, im DAX, im MDAX und im SDAX und haben uns gefragt, wo stehen eigentlich diese großen Unternehmen bei den selbstgesteckten Klimazielen auf der Zeitschiene. Und leider muss man feststellen, dass mehr als die Hälfte, nämlich genau 57% genau zu sein, im Moment den eigengesteckten Zielen hinterherhinken. Und das hat natürlich Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf die Stakeholder dieser Unternehmen. Denken wir auf die Kunden, denken wir beispielsweise auch an die Mitarbeiter, Banken und Versicherungen. Aber es hat auch eine Auswirkungen auf uns in Deutschland in Bezug auf die Volkswirtschaft. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Unternehmen weltweit, aber auch Regierungen schauen auf uns. Wie managt Deutschland die ESG-Transformation? Wie schaffen wir es gleichzeitig, den Unternehmenswert zu erhalten, aber auch Wohlstand zu sichern, sehr geehrte Damen und Herren? Damit werden wir uns heute beschäftigen. Aber auch mit folgenden Fragestellungen, nämlich ganz pragmatisch, Katharina, wie du gesagt hast, wie können wir ESG-Wert sichern? Wie können wir Risiken reduzieren? Wie können wir neue Werte schaffen? Aber auch, wie können wir Technologie anwenden, um effizient und die Compliance, diese überbordende Regulatorik, die wir gerade in der Grafik gesehen haben, in den Griff zu bekommen? Welche Rolle spielt dabei die Finanzindustrie, die das Ganze finanzieren soll? Wie können ESG-Kriterien in die Unternehmensstrategie eingebettet werden? Und last but not least, ganz pragmatische Best Cases in Bezug auf die Net Zero Journey hier in Deutschland. Wir haben dazu einerseits einen Expertentalk vorbereitet, einen Impulsvortrag. Wir gehen dann in eine Panel-Diskussion und dann am Ende werden wir das Ganze nochmal mit einem Realitätscheck versehen. Und für mich sind immer die Schmankerl natürlich die externen Speakerinnen und Speaker. Wen haben wir heute hier im Studio dabei? Von der Best Secret Group ist es Frau Dr. Anne Meckbach, zusammen mit Frau Charlotte Meissner. Zudem noch von der KfW-Bankengruppe Jürgen Kern sowie Jan von Malingroth von der Union Investment und von der Bayer AG Dr. Arndt Nehnstiel. Ich freue mich sehr auf Sie alle. Und natürlich freue ich mich auf meine KPMG-Kolleginnen und Kollegen, die Expertise dort einzubringen. Und wir haben hier auf Ihr Feedback reagiert. Seit dem letzten Zukunftsgipfel haben Sie uns gesagt und gespiegelt, bitte startet doch mal mit einem Expertentalk am Anfang, um eine Grundlage zu schaffen, um später dann in die jeweiligen Anwendungsbeispiele zu gehen. Und darauf bauen wir natürlich, haben das dementsprechend organisiert. Um diesen Expertentalk ein wenig einzuordnen, die nachhaltige Zukunft von Unternehmen muss natürlich gut durchdacht und mit Prioritäten gesetzt werden. Der Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Wir haben eine aktuelle CEO-Befragung durchgeführt und dort kam raus bei den CEOs, dass 48% der Befragten davon überzeugt sind, dass sie die ESG-Prioritäten gleichzeitig angehen können. Das bedeutet aber auch, dass jeder Zweite davon nicht überzeugt ist, dass sie gleichzeitig die Themen stemmen können. Umso wichtiger ist es, dass wir uns die Frage stellen, wie kann die Corporate Governance angepasst werden, wie kann das Ganze in der Aufbauorganisation optimiert werden, damit die Bürden, die Herausforderungen über die gesamte Organisation abgefedert werden kann. Natürlich spielt bei dem ganzen Thema Effektivität und Effizienz Technologie eine wichtige Rolle. Vor dem Hintergrund wird das Expertenpanel auch auf dieses Thema eingehen. Und natürlich, hier arbeiten wir Shoulder to Shoulder zusammen mit unseren Technologie-Allianzpartnern, um ein effektives Datenmanagement zu betreiben, was dann natürlich auch Assurance approved ist für die CSRD.